Willkommen und schön, dass du da bist. Stell dir vor, du sitzt irgendwo gemütlich, vielleicht mit einer Tasse Tee oder einfach im Halbdunkel deines Zimmers und hörst jemandem zu, der langsam spricht. Heute sprechen wir über etwas, das viele kennen, aber selten laut sagen. Warum ist es so schwierig, auf Deutsch man selbst zu sein? Es ist ein seltsames Gefühl, oder? Du lernst eine Sprache, du verstehst immer mehr Wörter, du kannst Sätze bilden und trotzdem, wenn du sprichst, fühlt es sich nicht an wie du. Es ist, als würdest du eine Rolle spielen. Eine höfliche, etwas steife Version von dir selbst, die sich Mühe gibt, nichts Falsches zu sagen. Manchmal sagst du etwas, das grammatikalisch richtig ist, aber innerlich denkst du, so hätte ich das nie gesagt, wenn es meine Muttersprache wäre. Ich finde, das hat viel mit dem Gefühl zu tun, dass man durch Worte eine bestimmte Form bekommt. In der eigenen Sprache bist du flexibel, weich, spontan. In einer fremden Sprache bist du plötzlich wie in einem Anzug, der dir noch nicht richtig passt. Du bewegst dich vorsichtig, willst ihn nicht zerknittern. Ich erinnere mich an diese ersten Gespräche, in denen ich versucht habe, witzig zu sein. Humor ist etwas so Zartes, so kulturell Feines. Auf Deutsch klang alles irgendwie flach. Ich habe gelacht, aber nicht wirklich aus Freude, sondern aus Unsicherheit. Und die anderen auch. Wir alle wussten nicht genau, ob das gerade lustig war oder einfach komisch. Oder diese Momente, in denen du etwas sagen willst, was tief aus dir kommt, aber dir fehlen die richtigen Worte. Du weißt, was du fühlst, aber du kannst es nicht ausdrücken. Es ist, als hättest du plötzlich weniger Farben, um zu malen. Du kannst das Bild zeigen, aber nicht die Schattierungen. Und dann kommt dieser Moment, in dem du dich selbst von außen hörst. Du denkst, das bin nicht ich. Diese Stimme, diese Art zu sprechen, sie gehört zwar mir, aber sie klingt nicht nach mir. Als würdest du eine Version von dir spielen, die irgendwo zwischen den Sprachen hängt. Manchmal frage ich mich, ob Sprache wie eine Kleidung ist, die man trägt. Vielleicht sind wir einfach noch dabei, unseren Stil zu finden. Am Anfang fühlt es sich fremd an, aber irgendwann trägst du sie so selbstverständlich, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst. Doch bis dahin gibt es diese komischen, unbequemen Phasen, in denen du ständig spürst, dass etwas zwischen dir und den anderen steht. Und es ist nicht nur die Grammatik oder der Wortschatz. Es ist dieses Gefühl, dass du nicht auf dieselbe Weise reagieren kannst, wie du es normalerweise tun würdest. Jemand sagt etwas Lustiges und du brauchst zu lange, um zu verstehen. Oder du willst schnell etwas sagen, aber dein Kopf sucht noch nach der richtigen Präposition. Und in der Zwischenzeit zieht der Moment vorbei. Vielleicht ist das der schwierigste Teil, dass man innerlich schneller denkt, als man sprechen kann. Und in dieser kleinen Verzögerung verliert sich etwas von der Spontaneität, von dem echten Ich. Du wirst vorsichtiger, langsamer, manchmal fast schüchtern. Aber ich glaube, genau da beginnt der interessante Teil. Diese Lücke zwischen dem, was du sagen willst, und dem, was du sagen kannst, zeigt etwas über dich. Sie zeigt, dass du wächst, dass du suchst, dass du dich ausdehnst in eine neue Sprache hinein. Und vielleicht ist dieses Fremdsein nur ein Zeichen dafür, dass du gerade dabei bist, dich neu zu erfinden. Es ist also gar nicht nur ein sprachliches Problem. Es ist eine stille Frage, die tief in uns arbeitet. Wer bin ich, wenn ich eine andere Sprache spreche? Und kann ich überhaupt dieselbe Person sein? Vielleicht sollten wir uns heute genau damit beschäftigen. Mit diesem seltsamen, zarten Gefühl, das zwischen den Wörtern lebt. Dieses Gefühl, das uns manchmal stört und manchmal fasziniert. Denn dort, in dieser Unsicherheit, steckt vielleicht etwas sehr Echtes. Und weißt du, was danach passiert? Sobald du merkst, dass du dich anders anhörst, beginnst du dich zu beobachten. Du achtest auf jedes Wort, auf jede Endung, auf die richtige Reihenfolge. Du bist plötzlich nicht mehr im Gespräch, sondern im Kopf. Genau dort entsteht diese Barriere, die man fast körperlich spüren kann. Sprache ist ja nicht nur Grammatik. Sie ist Emotion, Klang, Bewegung. Wenn du deine Muttersprache sprichst, denkst du nicht darüber nach, wie du klingst. Du lachst einfach, du atmest, du redest. Aber auf Deutsch fängt man an, sich zu zensieren. Du willst etwas sagen, doch in dem Moment, in dem du es denkst, läuft schon eine kleine Kontrolleinheit in deinem Kopf. Ist das richtig? Klingt das komisch? Ist das zu direkt? Und dann sagst du oft gar nichts. Das ist dieser leise Filter, der dich von deiner eigenen Spontanität trennt. Es ist nicht, dass du nichts zu sagen hättest. Du sagst es nur nicht, weil du Angst hast, es könnte falsch klingen.
Und diese Angst macht dich kleiner. Sie macht dich vorsichtig, fast unsichtbar. Interessant ist, wie stark die Grammatik dabei unsere Emotionen formt. Im Deutschen ist vieles so klar, so strukturiert. Subjekt, Verb, Objekt. Die Sprache hat Ordnung, sie verlangt Präzision. Und das färbt auf die Gedanken ab. Wenn du auf Deutsch sprichst, denkst du manchmal auch deutscher, strukturierter, direkter, weniger verschwommen. Es ist, als würde die Sprache dich leiten. Und dann ist da noch die Intonation. Sie trägt so viel Bedeutung, viel mehr als man glaubt. Im Deutschen ist die Betonung oft gleichmäßig, die Melodie flacher als in vielen anderen Sprachen. Das kann manchmal kühler wirken, auch wenn man es gar nicht so meint. Du sagst etwas Nettes, aber es klingt neutral. Oder du willst Leidenschaft zeigen, aber es wirkt übertrieben. Dazu kommt, dass du während des Sprechens ständig überlegst, wie du wirkst. Du beobachtest dich. Wo setze ich das Verb? Habe ich das richtige Geschlecht benutzt? Und in diesem ständigen inneren Korrigieren verlierst du ein Stück deiner Natürlichkeit. Sprache ist aber wie Atmen. Sie fließt nur dann, wenn du loslässt. Und genau das ist schwer, wenn du Angst vor Fehlern hast. Fehler sind ja im Grunde kleine Wunden des Egos. Jemand schaut dich an, du sagst etwas Falsches und sofort spürst du dieses Ziehen. Oh nein, jetzt war es wieder falsch. Aber niemand denkt so viel darüber nach wie du selbst. Für die anderen ist es oft völlig egal. Manchmal frage ich mich, ob die Sprache uns nicht zwingt, anders zu fühlen. Im Deutschen sind viele Sätze klar und gerade. Es gibt nicht so viel Raum für Unsicherheiten, für Zwischentöne. Vielleicht deswegen fühlen sich manche Gespräche auf Deutsch direkter an. Nicht, weil die Menschen härter wären, sondern weil die Sprache so gebaut ist. Wenn du sagst, was du denkst, klingt es auf Deutsch oft stärker, entschiedener. Selbst wenn du es freundlich meinst, hört es sich bestimmter an. Und plötzlich denkst du, bin ich gerade zu direkt? Oder bin ich einfach nur ehrlich? Diese Mischung aus Grammatik, Betonung und Selbstbeobachtung verändert, wie du dich selbst wahrnimmst. Du bist derselbe Mensch, aber du klingst anders. Du fühlst dich anders. Und manchmal ist das irritierend. Aber vielleicht ist das gar nichts Schlechtes. Vielleicht zeigt es nur, dass Sprache viel mehr ist als ein Werkzeug. Sie ist ein Spiegel, der dir eine neue Seite von dir selbst zeigt. Eine Seite, die vielleicht etwas unsicher ist, aber auch neugierig. Eine Seite, die lernt, wie man Gefühle in anderen Formen ausdrückt. Und irgendwo zwischen all diesen kleinen sprachlichen Stolpersteinen beginnt etwas Schönes. Du merkst, dass du dich trotz Fehlern ausdrücken kannst, dass du verstanden wirst und dass es gar nicht schlimm ist, wenn du nicht perfekt klingst. Perfekt ist ohnehin langweilig. Echtheit klingt immer ein bisschen ungeschliffen. Und dann, wenn man beginnt, sich in der Sprache etwas wohler zu fühlen, kommt etwas anderes dazu. Etwas, das man nicht so leicht greifen kann. Es ist nicht mehr nur Grammatik oder Angst vor Fehlern. Es ist das, was zwischen den Menschen liegt. Dieses unsichtbare Netz aus Erwartungen, Gewohnheiten, Gesten und unausgesprochenen Regeln. Gesellschaftliche und kulturelle Dinge, die plötzlich spürbar werden, sobald man nicht mehr in seiner eigenen Welt ist. In Deutschland zum Beispiel merkt man ziemlich schnell, dass Sprache auch ein soziales Werkzeug ist. Sie zeigt nicht nur, was du sagst, sondern auch, wie du dich verhältst, wie höflich du bist, wie direkt, wie du dich in eine Gruppe einfügst. Und manchmal fühlt es sich so an, als würdest du auf einer Bühne stehen und die ganze Zeit beobachtet werden. Nicht böse, sondern einfach aufmerksam. Man hat das Gefühl, dass man ständig bewertet wird. Für die Aussprache, für das richtige Wort, für die Grammatik. Und auch wenn die meisten Menschen das gar nicht böse meinen, spürt man diesen Blick. Man weiß, dass man nicht klingt wie sie. Man hört den Akzent, man hört die Unsicherheit. Und plötzlich ist da dieses Gefühl, nicht nur zu sprechen, sondern sich zu beweisen. Was dabei interessant ist, das ändert die Art, wie du redest. Wenn du denkst, dass du beurteilt wirst, wirst du automatisch vorsichtiger. Du sprichst leiser, klarer. Du wählst Worte, die sicher sind. Aber damit verlierst du manchmal deine Farbe. Du bist korrekt, aber nicht du selbst. Und dann kommt noch die Sache mit der Direktheit. Viele Menschen sagen, die Deutschen seien sehr direkt. Ich glaube, das stimmt, aber nicht im negativen Sinn. Diese Direktheit hat etwas Befreiendes. Sie bedeutet nicht, unfreundlich zu sein, sondern ehrlich. Kein langes Drumherumreden, kein Verstecken hinter Höflichkeit. Aber wenn du aus einer Kultur kommst, in der man Dinge lieber sanft ausdrückt, kann das erst einmal wie ein Schock wirken. Man steht da,
hört ein deutliches Nein und das Herz zieht sich kurz zusammen, weil man denkt, habe ich etwas falsch gemacht? Aber nein, hier heißt Nein einfach Nein. Kein Drama, kein Unterton. Es ist einfach ehrlich. Und genau das kann manchmal schwer sein, weil man sich selbst weicher fühlt, emotionaler vielleicht, und plötzlich steht man in einer Welt, in der Worte klare Linien ziehen. Diese kulturelle Spannung zwischen weich und direkt prägt unglaublich stark, wie man sich selbst erlebt. Wenn du normalerweise jemand bist, der Dinge freundlich verpackt und du versuchst auf Deutsch genauso zu sprechen, wirkt es manchmal übertrieben höflich, fast kindlich. Du sagst ständig Bitte und Danke und lächelst, um Missverständnisse zu vermeiden, und genau das lässt dich unsicher wirken, obwohl du es gut meinst. Und dann siehst du andere, die einfach sagen, das geht nicht. Oder ich habe keine Zeit. Und niemand ist beleidigt. Du denkst, das ist ja herrlich unkompliziert. Aber innerlich kämpfst du noch damit, so direkt zu sein. Du willst niemanden verletzen, du willst freundlich bleiben. Und irgendwann fragst du dich, wer bin ich eigentlich hier? Interessant ist auch, dass das Konzept von Authentizität selbst kulturell ist. In manchen Ländern heißt authentisch, seine Emotionen offen zu zeigen. In anderen bedeutet es, ruhig zu bleiben, sachlich, kontrolliert. Also was heißt es wirklich, Mann selbst zu sein, wenn du dich in einem anderen System bewegst, das anders fühlt, anders spricht, anders denkt? Vielleicht ist Authentizität gar nichts Fixes, sondern etwas, das sich mit der Umgebung verändert. Du bist ja nicht weniger du, nur weil du dich anders ausdrückst. Du bist einfach eine andere Version von dir. Eine, die lernt, wie man in dieser neuen Sprache lebt. Ich habe oft beobachtet, dass Menschen, die schon lange in Deutschland leben, irgendwann ihre Art zu sprechen verändern. Nicht nur sprachlich, sondern auch emotional. Sie werden klarer, strukturierter, manchmal ein bisschen zurückhaltender, aber dafür auch sicherer. Und dann gibt es diesen Moment, wo du siehst, sie sind angekommen. Sie reden nicht mehr auf Deutsch, sie reden einfach. Doch bis dahin gibt es diese Zwischenphase, in der du dich fragst, ob du wirklich du bist, wenn du dich anpasst. Wenn du versuchst, so zu klingen wie die anderen, verlierst du etwas von dir. Aber wenn du bei deiner Art bleibst, wirkst du manchmal fremd. Also suchst du nach einer Balance zwischen Anpassung und Echtheit, zwischen dazugehören und du bleiben. Und das ist nicht nur sprachlich, sondern auch sozial spürbar. In Deutschland legt man Wert auf Klarheit, auf Strukturen, Regeln, Verlässlichkeit. Wenn du etwas sagst, sollte es Hand und Fuß haben. Wenn du dich verabredest, dann hältst du es ein. Wenn du eine Meinung hast, dann sagst du sie. Das alles klingt einfach. Aber wenn du aus einer Umgebung kommst, in der Dinge flexibler, emotionaler oder unausgesprochener sind, dann ist das erstmal wie eine andere Frequenz. Und diese Frequenz beeinflusst deine Sprache. Du beginnst dich auf sie einzustellen. Du wählst andere Wörter. Du nutzt weniger Weichmacher. Du sagst öfter klar Ja oder Nein. Und irgendwann bemerkst du, dass du auch innerlich ein bisschen klarer wirst. Nicht, weil du dich verstellst, sondern weil du lernst, wie man hier verstanden wird. Aber dieser Prozess hat seinen Preis. Es gibt Tage, da denkst du, ich will einfach nur wieder so reden, wie ich wirklich bin. Ohne Angst, ohne Struktur, ohne Nachdenken. Nur sprechen, so wie früher. Und dann lachst du über dich selbst, weil du merkst, dass das gar nicht mehr so einfach ist. Die Sprache hat dich verändert, leise, unauffällig, aber spürbar. Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis. Dass man selbst sein nicht bedeutet, sich festzuhalten, sondern sich zu erlauben, sich zu verändern. Vielleicht ist das echte Ich gar kein fester Punkt, sondern etwas Bewegliches. Etwas, das sich mit jeder Sprache, jedem Land, jedem Gespräch ein bisschen wandelt. Und wenn du dann eines Tages mit jemandem auf Deutsch redest, lachst, dich aufregst, dich entschuldigst und dabei gar nicht mehr denkst, ob du das richtig machst, dann bist du genau das. Du selbst, auf Deutsch. Aber dieser Weg dorthin führt über viele kleine Momente, in denen du dich beobachtest, dich hinterfragst, dich anpasst und trotzdem versuchst, ehrlich zu bleiben. Es ist eine Art Tanz zwischen Sprachen, zwischen Kulturen, zwischen dem, was du gelernt hast und dem, was du gerade neu erfindest. Und während du das lernst, merkst du vielleicht, dass die Sprache nicht dein Feind ist, sondern dein Spiegel. Sie zeigt dir, wie flexibel du bist, wie offen, wie fähig, dich neu zu gestalten. Und vielleicht, nur vielleicht, ist genau das die schönste Form von Authentizität. Und vielleicht ist genau hier der Punkt, an dem man anfangen kann, langsam zurückzufinden. Nicht in die alte Version von sich,
sondern in etwas Neues, das sich echter anfühlt. Denn irgendwann merkst du, du musst dich nicht mehr anpassen, um dazuzugehören. Du musst nur anfangen, wieder zu sprechen, so wie du bist. Nur eben auf Deutsch. Ich glaube, es beginnt mit kleinen Dingen. Mit Gesprächen, die dich wirklich interessieren. Wenn du über Themen redest, die dir am Herzen liegen, dann vergisst du plötzlich die Grammatik. Du denkst nicht mehr über die Struktur des Satzes nach, sondern über den Inhalt. Und in diesem Moment kommt ein Stück von dir zurück. Dein Tonfall verändert sich. Deine Stimme wird wärmer, lebendiger. Du fängst an, dich nicht mehr zu beobachten, sondern wirklich zu sprechen. Vielleicht ist das der erste Schritt. Nicht versuchen, perfekt zu klingen, sondern ehrlich. Die Sprache ein bisschen durcheinander bringen, Fehler machen, aber trotzdem weiterreden. Denn genau darin liegt die Natürlichkeit. Die schönsten Gespräche sind selten die fehlerfreien. Sie sind die, in denen man lacht, nachdenkt, kurz innehält und dann wieder redet, weil man einfach etwas sagen will. Ich habe oft gemerkt, dass Menschen mit starkem Akzent die schönsten Gespräche führen, weil sie nicht versuchen, jemanden zu imitieren. Ihr Deutsch ist vielleicht nicht glatt, aber es ist lebendig. Es hat Rhythmus, Persönlichkeit, Wärme. Man hört die Herkunft, die Geschichte, den Mut. Und genau das macht es besonders. Vielleicht sollten wir aufhören, den Akzent zu sehen wie eine Schwäche. Er ist doch ein Teil der Geschichte, die du mitbringst. Er erzählt, dass du zwei Welten kennst, dass du die Mühe auf dich genommen hast, eine neue Sprache zu lernen und trotzdem deine eigene Stimme behalten hast. Wenn man das so sieht, wird der Akzent fast schön. Eine Art Erinnerung an das, woher du kommst und ein Zeichen dafür, dass du dich weiterentwickelst. Es gibt etwas Befreiendes daran, seinen Akzent zu akzeptieren. Denn in dem Moment hörst du auf, dich zu verstecken. Du redest, wie du redest. Und du merkst, dass die meisten Menschen gar nicht über deinen Akzent nachdenken. Sie hören zu, wenn du etwas zu sagen hast. Sie merken, ob du echt bist, nicht ob du perfekt bist. Manchmal hilft es, Themen zu wählen, die dich wirklich berühren. Etwas, das dich emotional mitreißt. Wenn du über etwas sprichst, das du fühlst, einen Film, eine Erinnerung, einen Gedanken über das Leben, dann verschwindet die Angst. Weil du dann nicht mehr ein Schüler bist, der etwas richtig sagen will. Du bist ein Mensch, der etwas teilt. Und in dem Moment, in dem du etwas teilst, entsteht Verbindung. Ich glaube, viele Menschen verlieren sich in der Idee, dass gutes Deutsch bedeutet, keine Fehler zu machen. Aber das ist nicht wahr. Gutes Deutsch ist, wenn du dich ausdrücken kannst. Wenn du jemandem ein Gefühl vermitteln kannst. Wenn dein Gegenüber dich versteht, nicht nur sprachlich, sondern auch menschlich. Einer der schönsten Momente beim Sprachenlernen ist, wenn du jemanden zum Lächeln bringst, ohne dich darum zu bemühen. Einfach weil du etwas gesagt hast, das echt war. Vielleicht grammatikalisch nicht perfekt, aber mit Herz. Und plötzlich merkst du, es geht nicht darum, wie richtig du bist, sondern wie du klingst, wenn du wirklich du bist. Diese Natürlichkeit kommt mit der Zeit. Sie wächst in Momenten, in denen du dich traust, ein bisschen zu improvisieren. Wenn du merkst, dass du ein Wort nicht weißt, aber trotzdem weitersprichst. Du umschreibst es, du gestikulierst, du lachst und genau das macht dich authentisch. Die Sprache beginnt, sich deinem Charakter anzupassen und nicht umgekehrt. Und weißt du, was interessant ist? Oft sind es gerade die kleinen Alltagsgespräche, die dich am meisten verändern. Ein kurzer Plausch an der Kasse, ein Gespräch mit einem Nachbarn, eine Unterhaltung in der Bahn. Diese kurzen, scheinbar bedeutungslosen Momente sind die besten Trainingsräume für Natürlichkeit. Denn dort lernst du, spontan zu reagieren, ohne lange nachzudenken. Manchmal hilft es auch, sich selbst zuzuhören. Nicht um sich zu kritisieren, sondern um zu spüren, wie du klingst. Du kannst dich fragen, fühlt sich das nach mir an? Und wenn nicht, was fehlt? Ist es die Lockerheit, der Humor, die Wärme? Manchmal genügt schon ein kleiner Perspektivwechsel, um den Ton zu finden, der sich wirklich nach dir anfühlt. Und vielleicht geht es auch darum, wieder spielerisch zu werden. Als Kind hast du nicht darüber nachgedacht, ob du Fehler machst. Du hast einfach ausprobiert. Du hast nachgeahmt, gelacht, neue Wörter erfunden. Und genau das kannst du wieder tun. Sprache ist kein Prüfungsfach. Sie ist ein Werkzeug zum Leben. Und manchmal darf man sie einfach locker benutzen, ohne alles zu analysieren. Ich glaube, der größte Schritt zurück zur Natürlichkeit ist der Moment, in dem du dich selbst wieder ernst nimmst. Nicht als Sprachlerner, sondern als Person, die etwas zu sagen hat.
Denn wenn du dich traust, einfach du zu sein, auch wenn die Worte noch holpern, dann entsteht das, was man echte Kommunikation nennt. Am Ende ist das Ziel nicht perfekt zu sprechen, sondern ehrlich. Ein Gespräch, das fließt, auch wenn es stolpert. Eine Stimme, die klingt, wie sie klingt, nicht wie jemand anderes. Und wenn du dich eines Tages selbst sprechen hörst und denkst, ja, das bin ich, dann hast du dein Ziel erreicht. Nicht, weil dein Deutsch makellos ist, sondern weil du dich selbst wiedergefunden hast. In einer Sprache, die irgendwann ganz natürlich zu deiner eigenen wurde. Und weißt du, irgendwann kommt dieser Moment, in dem du zurückblickst und merkst, wie weit du gekommen bist. Du erinnerst dich an die ersten Male, als du kaum einen Satz sagen konntest, ohne innerlich zu zittern, und jetzt sprichst du einfach. Vielleicht noch mit Akzent, vielleicht nicht immer perfekt, aber mit Ruhe. Du hast gelernt, in einer anderen Sprache zu atmen. Und das ist etwas Großes. Es ist völlig normal, dass man sich am Anfang nicht wie man selbst fühlt. Das liegt nicht daran, dass du weniger bist, sondern daran, dass Sprache Zeit braucht. Eine neue Sprache ist wie ein Raum, den du erst einrichten musst. Am Anfang steht da nur ein Stuhl, ein Tisch, vielleicht ein Licht. Es ist leer, hallend, ungewohnt. Aber mit jedem Gespräch, mit jeder kleinen Begegnung stellst du etwas Neues hinein. Ein Lachen, eine Erinnerung, einen Gedanken. Und irgendwann ist dieser Raum warm. Er riecht nach dir. Er klingt nach dir. Und dann merkst du, du wohnst schon längst darin. Viele Menschen denken, sie verlieren sich, wenn sie eine neue Sprache sprechen. Aber vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht findest du dort Teile von dir, die du vorher gar nicht kanntest. Die ruhigere Version, die klarer denkt. Oder die mutigere, die sich traut, Fehler zu machen. Sprache formt nicht nur, wie du redest, sondern auch, wie du dich erlebst. Und das ist kein Verlust, sondern ein Wachstum. Ich glaube, es ist wichtig, freundlich mit sich zu sein. Niemand spricht eine Fremdsprache mit Leichtigkeit von Anfang an. Und niemand ist sofort er selbst. Dieses Gefühl, sich fremd zu hören, ist Teil des Prozesses. Es zeigt nur, dass du gerade dabei bist, dich in einer neuen Welt zu bewegen. Du lernst nicht nur Wörter, du lernst, wie du dich in einem neuen Rhythmus ausdrückst. Und das braucht Zeit. Vielleicht kann man es so sagen, wenn du beginnst, eine neue Sprache zu lernen, pflanzt du einen kleinen Samen. Am Anfang siehst du nur Erde. Du gießt, du wartest, du zweifelst. Nichts scheint zu passieren, aber unter der Oberfläche passiert etwas. Wurzeln wachsen, still, unsichtbar. Und eines Tages, ohne dass du es merkst, steht da ein kleiner Trieb. Das ist der Moment, in dem du das erste Mal merkst, ich kann mich ausdrücken, ich kann jemanden verstehen. Und von da an wächst es weiter. Es ist auch nicht schlimm, wenn du dich manchmal müde fühlst oder frustriert. Sprache ist ein täglicher Kontakt mit deinen Grenzen, aber auch mit deinen Möglichkeiten. Jeder Fehler ist ein kleiner Schritt, jede Pause, jedes falsche Wort, jeder Satz, den du dann doch zu Ende bringst, ist ein Zeichen, dass du dich traust, dass du dich bewegst. Und Bewegung ist Leben. Ich glaube, das Schönste passiert, wenn du irgendwann aufhörst, dich zu vergleichen, wenn du merkst, dass du niemandem etwas beweisen musst. Dass du die Sprache nicht benutzt, um perfekt zu klingen, sondern um dich zu verbinden. Um zu sagen, ich bin hier, ich verstehe dich, ich möchte, dass du mich verstehst. Das ist der Moment, in dem die Sprache lebendig wird. Nicht als Prüfung, sondern als Begegnung. Und vielleicht ist das der wahre Sinn des Sprachenlernens. Nicht nur, um in einem Land zu leben oder zu arbeiten, sondern um neue Wege zu finden, du selbst zu sein. In einer anderen Sprache, in einem anderen Rhythmus, mit anderen Worten. Es geht nicht darum, die alte Version von dir zu retten, sondern darum, die neue willkommen zu heißen. Ich finde, das ist eine unglaublich schöne Vorstellung. Dass wir nicht verloren gehen, wenn wir uns verändern, sondern wachsen. Dass wir mehrstimmig werden, bunter, tiefer. Du sprichst anders, ja? Aber du fühlst auch anders, verstehst anders, erlebst anders. Und in dieser Vielfalt liegt etwas Wunderschönes. Wenn du also das nächste Mal denkst, dass du nicht du selbst bist, erinnere dich daran. Du bist einfach gerade eine andere Version von dir. Eine, die sich ausdehnt. Eine, die lernt, neue Farben zu benutzen. Und das ist kein Zeichen von Verlust, sondern von Mut. Ich wünsche dir, dass du weitersprichst, auch wenn die Worte manchmal stolpern, dass du lachst über deine Fehler, dass du neugierig bleibst, geduldig mit dir selbst und dass du dich eines Tages dabei ertappst, auf Deutsch zu denken, ohne es zu merken. Das ist der Moment, in dem du nicht mehr suchst, sondern einfach bist.
Danke, dass du heute zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere den Kanal, damit du keine neuen Folgen verpasst. Und wenn du magst, schreib in die Kommentare, wie du dich fühlst, wenn du Deutsch sprichst. Fühlst du dich anders? Oder hast du das Gefühl, du bist inzwischen wirklich du, auch auf Deutsch? Ich lese eure Gedanken immer mit Freude und vielleicht sprechen wir in einem der nächsten Podcasts genau über das, was du schreibst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib ihr ein Like. Das hilft sehr, diesen Kanal weiterzuführen. Und falls du noch nicht abonniert hast, tu es gern jetzt. Hier gibt es viele weitere Podcasts, die dir helfen, die Sprache zu spüren, nicht nur zu lernen. Ich wünsche dir einen ruhigen Tag oder eine friedliche Nacht, je nachdem, wann du das hörst. Und vergiss nicht, du verlierst dich nicht in einer neuen Sprache. Du findest nur neue Wege, du selbst zu sein. Bis bald!